Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu The Bunker. Wir haben einen Schlüssel gefunden, die brauchen wir bestimmt für diese Tür. Hä? Okay. Ihr müsst euch vergegenwärtigen, dieser Mann hat sein ganzes Leben in diesem Bunker verbracht. Immer nur nach der Routine gelebt. Wahrscheinlich immer nur in 1, 2, 3 Zimmern gewesen. Für den ist das ein Riesenschritt, jetzt hier rauszugehen. Was jetzt? Ein Flashback. Hier war er also schon mal als Kind. And I've taken the spoil supplies off and spit it out. 14 months at best. If we carry on as we are, 8 months. But I've gone over it with Dr. Hart. On bare minimum, we might make 14. And bare minimum means? I didn't like to press him, but scurvy, rickets. Christ. Then we all just withered away to skin and bone. Maybe I should have just left the hatch open and gone for a nice stroll in the fresh air instead. What do? We tell people everything's all right. It's not all right. One whiff of this and you'll have your throat slit over the last tin of peaches. Is that the way you want to die, Sam? Fighting over scraps? We could just cut your wrist now and the rest of us will split your rations. Chin up, man. It's 10 minutes until the next bulletin. Fighting over scraps? Split your rations? Is that the way you want to die, Sam? Warum hatten die damals Probleme mit den Vorräten und jetzt haben wir noch Vorräte für 27? Okay, es sind natürlich einige gestorben. Aber so viel? Bleibt dann so viel übrig? Okay, wir sind Level 2. Da wollen wir hin. Wahrscheinlich durch diese Tür. Doch, da, Tür. The Bunker. Failure habe ich gerade als Erfolg bekommen. Level 2. Warum habe ich Failure als Erfolg bekommen? Warum? Ich bin kein Failure. Okay, die Office Cam ist sehr gut. Haben wir hier irgendwo Licht? Da hinten scheint Licht zu sein. Flashback. Hier war es mal sehr geschäftig. Hier ist nichts mehr. Was haben wir da? Dan, this is Alex. Please send this out to all the Berkshire stations and let me know. Thanks. Hello. This is Alexandra Swan. I'm trying to contact my brother Jonathan Swan. When the 4-minute warning came, I was on the phone to him. And he said he'd got a place in one of the Berkshire bunkers, but I don't know which one. If he's with you, and his wife's name is Sarah. John, if you're there, or if anyone has any news on him, please let me know. Okay, kommt da noch was? Eine versteckte Nachricht? Scheinbar nicht. Okay.
haben wir noch ein Computerterminal, wo wir hin können. Commodore, yay. Was haben wir denn für Regionalreporte? Request for aid, air system failure, goodbyes. Generation fuel very low. Generator fuel very low. Red breach. 89, okay, 92. Supplies low, fighting. Commissioner Roland's dead. Medical reports. Disease, Taylor Vera, so rum. 46 Jahre. Unbekannte Ursache des Todes. Dings da. Fehlfunktion der inneren Organe. Vielleicht Strahlungskrankheit. Personal Log. Von Sam Collins. Vom 9. Dezember 1996. It's going to be fine. Okay, so maybe fine isn't the right word, but we have enough supplies to make it through, I'm sure of it. If we can just keep it together and be sensible with the rations, then we can make it. Sure, none of us are going to get fat down here, but I could use losing a few pounds anyway. Miscellaneous. Things I miss. Egg and chips, having a bath, my bed, warm sun on my neck, grass, chocolate, Natalie. Things I hate. Sardines, the bunker smell, level 5. Okay. Communication from Bunker HQ, Site 3, Corsham, Wiltshire. Prime Minister delivered safely before blast hit. 4,013 government ministers and civil servants, including Cabinet Office, local and national government agencies, intelligence and security advisors logged in, shortage noted in domestic support staff. Guess they didn't make it. All facilities operating normally. Checks carried out in infirmary, bakery, laundry, kitchens, telephone exchange, storerooms, office space, living accommodation, maintenance areas and workshops. How big is that place? Trust me, you get sent to this sardine tin. Prime Minister unsatisfied with living accommodation. Twat. Other. Civilian casualties noted outside bunker. Group of 50 attempted to breach rear exit blast door. Aggressive action not required. Activity ceased after blast. Poor bastards. Und da hat eine Hangman gespielt mit dem Wort Prison. So kann man das nochmal in groß lesen. Okay. Game of Hangman spells out Prison. Okay. Gut. Haben wir auch das. Da hinten können wir noch hin. Hier das Telefon interessiert uns alles nicht. Da hinten interessiert uns auch nichts. Okay, dann gehen wir mal da hinten hin. Ich finde die Atmosphäre sehr, sehr bedrückend und das gefällt mir ziemlich gut gerade. Und dieser englische Akzent ist natürlich auch sehr cool. Hier, wenn was vorgelesen wird. Den kann ich leider nicht. Ich muss mit meinem amerikanischen Englisch Vorlieb nehmen. Da haben wir 2 Türen. Was haben wir da? Radiation Warning Map. Okay. Okay. Was haben wir da hinten? Vielleicht hätte ich vorher die anderen Türen checken sollen. Ich war jetzt so neugierig, was da hinten ist. Weil ich Angst hatte, die Türen wären schon richtig. Ich hoffe, ich komme nochmal zurück. Ich glaube, da müssen wir hin. Okay. Wir schauen erstmal hier rein. Only drop in one drawer at a time. Open one drawer at a time. Das kennt man. Und diese Art Schränke. Scheint aber nichts zu sein, was wir irgendwie gebrauchen können. Vielleicht in dieser Schublade. Schallplatten. Die wir aber gleich wieder zurückstellen. Okay. Wollen wir scheinbar nicht. Nein, bevor ich jetzt da reingehe, dann wollte ich doch hier mal gucken. Commissioner's Room. Okay. Flashback.
With the greatest respect, sir, we've been up all night. It's been 10 minutes since I had to cover Vera's face. But is it radiation I don't sickness? know yet. The nearest proper lab is under 10 tons of radioactive rubble, and I have to make do with a microscope. It's all right, George. We'll run some tests, Mr. Bishop. Is anyone else showing signs? Yes, 6 others. Quarantine them. Right away. Mom? It's all right, come here, love. Ich dachte, ich müsste mich da jetzt versteckt halten mit dem Klicken oder so. I can't sleep. It's all right. You know, if you stay in your room, you'll be safe. I'll be a bit of tick. Hätte ich jetzt noch weiterhören können? Verdammte Kacke. Ich war so verlockt. Ich war so verlockt, das zu drücken. Ich dachte, ich müsste es drücken. There's nothing I need here. Okay. Hätte ja sein können. Was hängt denn da für eine Königsflagge? Können wir gar nicht sehen. Kann ich irgendwas anschalten? Den kann ich anschalten. Aber dann schalte ich alle an. Okay. Da haben wir die Überwachungskameras jetzt angeschaltet. Okay, das brauchen wir ja gerade nicht. Können wir eigentlich schon wieder ausmachen. So, was haben wir denn noch hier? I don't like it here. Ja, das hast du schon gesagt. Was haben wir da? Commissioner. Okay, no one likes this one. Hey, wir haben 2 von 9 Freunden gefunden. Das freut mich. So, dann gehen wir mal hier rüber. Wir müssten ja theoretisch eine Ansage machen. Das stand im Handbuch. Attention, the mains power is about to be switched off for maintenance purposes. So stand es da. Was haben wir hier für einen Zettel? Hat das auch vorgelesen? Nein. Okay, dann mache ich aber hier Read, damit ich es leichter lesen kann. Updated Roster. Commissioner Bishop Cameron. Science Officer Carter Lloyd Robin. Clerical Collins Samuel Fitzgerald. Chief Medical Officer Edmunds Margaret Jennifer. Dr. Hart George Edward. Chief Engineer Frank William Hurley. Ich lese den Namen mal richtig rum. Staff Nurse Evelyn Gwyneth Jones. Comms Chief Daniel James Macmillan. Military Liaison Stephen Potter. Sanitation Nicholas Turner. Engineering Help for Frank. Peter John Tungate, Mechanic. Louis Fraser Wright. Steve McLaughlin, Generators. Comes Shift with D-Mac. Ach, Daniel Macmillan, ja, okay. Carol Elizabeth Hurley. Oliver Bennett, Cleaning. David Brown, Annalisa Coleman, Kitchen. Vera Taylor, Kate Tippen, Kitchen. Lustig, dass die Frauen, nee, nicht alle Frauen, aber 2 Frauen für die Küche hier abgestellt werden. Patricia Ann Wade, Laundry and Repairs. Clerical for Sam. Mariah Brown, Alexander Swan, Animal Blackmore Skills. Leslie Manniken, Replace Vera. Geoffrey Arthur Morton, Out of It, Useless. Okay, da ist einer also schon aussortiert worden. Safety Observation made by F.W. Hurley. Nummer 1. Worrying brown residue around bulkhead seals, blah blah blah. Don't know what to do about this one. Rubber compound shouldn't be perishing yet, indicates corrosion from something it's in contact with. Unless the cowboys use cottage cheese instead of the X compound, which given how the rest of this place is built wouldn't be unlikely. Response by C. Bishop. Nothing we can do, no replacement seals. Also irgendwas vergammelt hier. Nummer 2. Rear bulkhead beam next to recycling unit in RA-15 showed stress fracturing through paint surface. 2 rivets loose, welded, but looks like similar progressing in roof beams 2 and 3 along adjacent wall. PJ says not major structural issue. But if it flexes anymore, it might spring a seal loose and we could be in red trouble. Best we can do is foam sealant, but we're running low. Or seal off A15 completely. Response by C. Bishop. Gone through drawings with PJ and Frank. Can't waste foam. Told Frank to install additional Geiger in A15 so we have warning of red breach. Nummer 3. Unexpected moisture in C12. PJ says might be condensation from the filter system, but one of the purifier lines runs right behind that wall. Worried that we might have a leak in the water system.
Request permission to shut down the system and take off the wall panels between C12 and C13 to look into it. Hopefully you can fix it that way. Trouble is if there's a leak higher up, we can't get in to examine it because the ceiling there is a solid weld. Response by C. Bishop. Filter spec sheet says condensation can be caused by rapid warming, cooling or filter system. No cause for concern. Okay, hier. God save the Queen. Ja. Hier scheint einiges ein bisschen kaputt gegangen zu sein, aber der C. Bishop hat immer gesagt, ja, nö, ach was, komm. Kann ich noch eine Durchsage machen? Okay, keine Durchsage mehr. Der C. Bishop war nicht so begeistert. Kann ich irgendwie wieder raus? Ach da, weg. Okay, sonst war ja hier nichts. Gut, dann gehen wir auch hier wieder raus. Was haben wir denn da? Achso, ach da. Wir waren erst in dem Recht. Entschuldigung. Ah, nee, doch nicht. Waren wir gar nicht. Wir waren erst da drin. Was haben wir denn hier? Dose in Röntgens. Effect on humans. 0 bis 75. Skype. Virtually no short-term effects. Some nausea. 150 bis 250. Nausea and vomiting within 24 hours. Some incapacitation after 2 days. Some mortality. 250 bis 350. Was steht da? N9V? In under 4 hours. Symptom freeze period 2 days to 2 weeks. Some mortality in 2 to 4 weeks. 350 bis 600. LD 50. NNV. Ach, nausea and vomiting. Oh, Entschuldigung. In under 2 hours. Heavy mortality in 2 to 4 weeks. Incapacitation prolonged for survivor. Über 600. Nausea and vomiting immediately. Mortality in 1 week. Also je höher die Dosis, na klar, desto schneller. AB welcomes. CB asks clarification purpose of meeting. AB puts forward petition from 18 residents keen to institute post of morale officer. It is felt that CB is not forthcoming enough in communicating current status of bunker to residents. CB makes point that any urgent change in status will be communicated very clearly to all residents when it becomes relevant. In his view, no need for a new position. AB cites 2 safety incidents and asks committee if they were aware. All but FH, DM, SC are unaware of said incidents. CB says neither incident is cause for immediate concern. No need to raise panic in difficult atmosphere. Calls on FH to clarify incidents. FH agrees not of immediate concern. AB raises point that lack of trust in bunker hierarchy is causing morale issues. More clarity and openness needed. CB reiterates appointed hierarchy and his belief that no need for additional officer. If any critical incident comes to light, all will be made aware. Requests end to meeting as urgent business to attend to. AB calls for vote on appointment of morale officer. CB says vote will be ignored. Not a democracy. Meeting ended. Da wollte einer noch einen zusätzlichen Offizier, aber der Bischof sagt, nö, das ist keine Demokratie. Wir stimmen hier nichts ab, kannst mal ganz vergessen. Oh, hier haben wir noch was zum Hören. I just need to know. It's all right, Vera. Nonsense! I know George is trying to hide things from me. I'm ill, Evelyn. I'm not stupid. I'm right, aren't I? I don't know what to say. I suppose he's just not sure. Radiation! Then why is he trying to hide it? Why? Am I on the right medicine? What can be done? Why won't he say? George has been distracted lately. Maybe he's just trying not to upset everyone. They should be upset. They built this place in 6 weeks. 6 weeks! How can anyone expect it to be safe? There must be a leak. There must be. Mr. Bishop says I that know what he says. He doesn't want everyone to panic. Silly old Vera having another one of her turns. Look, here. More blood. I'm not being silly. I'm not. It's not just me, Evelyn. If there's a leak, it's all of us. In 6 Wochen wurde der Bunker gebaut. Und dann sagt sie, natürlich gibt's hier undichte Stellen. Oh, da haben wir noch ein Toy. Doctor. Looks after all the injured soldiers. Da haben wir noch eine Karte. Well, let's say, for example, the hit on Reading was 1 megaton. That would mean we have this radius,
only halfway to Basingstoke. Now maybe that looks small, but that's around 100,000 fatalities, maybe 80,000 injuries from the blast and the fireball. That's just to start with. Prevailing wind direction here is northeast. Fallout scatter would be huge. It's likely to drift all the way out past Cambridge, past Norwich even, out to sea. The total number of casualties? Unimaginable. And that's one bomb. Hat man kurz erfahren, was hier abgegangen ist. Okay. Wir gehen nochmal zu dem, das müsste ja eigentlich das Sicherungszimmer hier sein, Live Electrical Equipment. So, dann pushen wir mal die Tür. Kann ich irgendwas tun? Ich kann nichts tun. Doch, da. Okay, jetzt muss ich noch irgendwie rausfinden, welche Sicherung kaputt ist. Wie im Dunkeln steht hier. I need to turn the power off. Oh ja, natürlich. Bevor wir dann Sicherung raus sind, sollten wir vielleicht den Strom ausstellen. Wie machen wir das? Da oben wahrscheinlich. Locate replacement fuse. Ich wollte es ja erstmal ausmachen. Locate replacement fuse. Also muss ich erst die Ersatzsicherung finden. Wahrscheinlich da drin. Here's the replacement. Okay. Kann ich jetzt den Strom ausschalten? Okay, jetzt geht's. Diese Geräusche. Replace damaged fuse. Ja, diese Geräusche sind super. Aber welche Fuse ist denn damaged? Ich hoffe, das sieht er irgendwie. Okay, die scheinbar nicht. Vielleicht diese hier? Auch nicht. Dann bleibt ja nur diese hier. Natürlich ist es die letzte, die ich auswähle. Oh ja, die sieht kaputt aus. I can switch the power back on now. Okay, das sollten wir auch dringend tun, glaube ich, weil es ist ganz schön ungemütlich hier im Dunkeln. Oh, was haben wir denn da? Sam. He's nice and smiles to me. Wir haben Sam gefunden. Sehr gut. Okay, jetzt muss ich ja wieder zurück zum Terminal, oder? Die Musik ist so hektisch, das macht mir ein bisschen Angst. That doesn't sound good. Was genau? Was genau klingt nicht gut? Okay, genau das wollte ich auch erreichen. Ich glaube nämlich, hier wird jetzt zwischengespeichert. Replace fuse, perform systems check. Genau, das werden wir in der nächsten Folge tun. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde, und ich mag es bisher sehr. Bis zum nächsten Mal bei The Bunker Bunker. Macht's gut. Tschüsschen!